Ja, daraus lässt sich schon was machen, definitiv. Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. Ja, nach 2, 3 kleineren Projekten zwischen den Jahren bzw. in der Weihnachtszeit möchte ich euch heute mal wieder ein bisschen was Aufwendigeres zeigen. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon mal 1, 2 Projekte gemacht mit Buntstiften, Epoxidharz vergossen. Sowas in der Richtung möchte ich heute auch machen. Buntstifte hatte ich noch, Ahornrohling hatte ich noch, Harz sowieso, das dann schwarz eingefärbt bietet einen wunderschönen Kontrast zwischen den Buntstiften und dem hellen Ahornholz. Die Idee hatte ich auch im Kopf und was genau das für eine Idee war, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen! Für die große Eisblume, die ihr ja im Intro schon gesehen habt, brauchen wir erstmal 31 Buntstiftstuzel. Ich habe es jetzt 2 cm lang gemacht, das sollte reichen. Diese müssen dann entgradet werden, dass wir sie dann auch gut mit dem CA-Kleber zusammenkleben können. Vielleicht fällt euch auf, dass die unterschiedlichen Farbtöne unterschiedlich oft vorkommen. Das hat einfach mit der Form der Eisblume zu tun und dem Farbübergang, den ich da ausgewählt habe. Damit wir das Ganze dann richtig zusammenkleben, habe ich mir die Eisblume, wie sie dann mal ausschauen soll, auf ein Stück Papier skizziert und habe mir die Farben dann entsprechend notiert, damit ich das hier dann zügig und gut zusammenkleben kann. Für die Löcher habe ich mir Abstandsstifte, wenn man so will, gesägt, die dann einfach lose ohne Kleber eingesetzt werden. Hier sieht man jetzt sehr schön den Farbverlauf von Blau über Türkis, Grün, Gelb, Orange, Rot hin zu Violett. Nachdem allerdings nur eine große Blume im Boden langweilig ist, machen wir insgesamt noch 6 weitere kleinere Eisblumen, die dann am Rand der Schale sind. Dazu habe ich die 6 Farben ausgewählt und pro Farbton 3 unterschiedlich helle Farbtöne. Dann müssen die ganzen Stifte wieder entgradet werden. Es sind 12 Blumen, ne gar nicht wahr, 6 Blumen mit jeweils 12 Stifte, also sprich 72 Stifte. Beide Seiten entgraden heißt 144 mal schleifen. Aber irgendwann ist auch das geschafft. Ich wähle mir jeweils 2 gleiche Farbtöne oder Helligkeitsstufen von einer Farbe aus, nehme einen Abstandshalterstift und ordne die 6 Stifte kreisförmig drumherum an. Alles schön ausrichten. Und dann kann man die Stifte mit ein paar Tropfen CA-Kleber miteinander verbinden. Die Endfestigkeit wird dann sowieso durch das Vergießen mit dem Epoxy bewerkstelligt. Dann können wir den Platzhalterstift wieder rausziehen, die Gummis entfernen und die verbleibenden 6 Stifte außenrum hinkleben. Dabei sollte man aufpassen, die grüne Blume ist mir dann zerbrochen, weil es ja mit dem Kleber nur gepunktet ist.
Wenn dann alles verklebt ist, haben wir in Summe 6 Eisblumen, 6 cm lang. Dann zeichnen wir uns den Rohling an. Das ist ein Ahornrohling, 8 cm stark, 20 auf 20 cm im Durchmesser. Wir zeichnen beide Seiten an, sowohl die Mitte als auch die 6 Bohrungen für die kleineren Eisblumen. Die große Eisblume kommt unten in die Mitte und die 6 kleineren Eisblumen werden von oben eingelassen. Dann sägen wir das Ganze noch rund. Und können die Bohrungen für die kleineren Eisblumen machen. Damit wir die Stiftblumen sauber zentrisch in die Löcher kleben können, drucke ich mir kurzerhand noch einen Abstandshalter. Die Blumen wurden wieder mit CA-Kleber eingeklebt. Bisschen Aktivator ins Loch und rein damit. Genauso machen wir es mit den verbleibenden 5 Farben. Dann brauchen wir Kunstharz. Ich habe die Löcher ausgemessen, das Volumen mir berechnet, das Stiftvolumen grob berechnet und davon abzogen und weiß somit, dass ich in Summe grob 200 ml Harz brauche. Das heißt, ich brauche 140 Gramm Harz und passend dazu 78 Gramm Härter. Das Ganze wollen wir schön schwarz einfärben. Die Grundeinfärbung mache ich mit schwarzer Tinte, die es für das Harz zu kaufen gibt. Und setze dann noch ein schwarzes Perlpigment zu, das dem Ganzen dann so ein bisschen einen Schimmer verleiht. Alles sauber verrühren. Wichtig ist vor allem hier, dass man Harz und Härter sauber verrührt, dass am Rand vom Becher nichts kleben bleibt, dass das alles sauber verrührt ist, dass es auch ordentlich aushärtet. Ja, und dann können wir unsere Blume mit dem Harz vergießen. Dass die Luftblasen, die eventuell im Harz sind, möglichst unsichtbar sind, packen wir den ganzen Blank jetzt für 2 Tage in den Pressure Pot. Alles sauber zumachen. Und dann 3 Bar Druck drauf geben. Zwei Tage später. Der Druck hat sich gut gehalten. Dann schauen wir mal, wie der Blank rauskommt. Man sieht schon, das Harz ist ein bisschen weniger geworden. Es liegt wahrscheinlich größtenteils daran, dass es doch ein bisschen ins Holz einzogen ist. Dann machen wir eine Bohrung für die Aufnahme auf die Drechselbank.
montieren unseren Dorn und montieren den Blenk auf den Dorn auf. Dann machen wir das Ding mal rund. Wir machen den Boden schön plan. Und markieren uns mit der Schieblehre einen Kreis mit 60 mm Durchmesser. Das wird zum einen die Aufnahme fürs Backenfutter, aber zum anderen auch die Vertiefung, in der die große Eisblume dann eingelassen wird. Heißt, wir drechseln das Ganze jetzt 2,5, knapp 3 cm tief aus. Tiefe passt. Dann machen wir oben noch einen leichten Schwalbenschwanz fürs Futter. Für die große Blume habe ich mir keinen Abstandshalter gedruckt, die habe ich einfach frei Augenmaß mittig platziert. Dann brauchen wir ein bisschen Harz, das mal deutlich weniger, 40 ml. Farbpigmente dazu. Und dann wieder ordentlich verrühren. Und dann vergießen wir wieder unsere Blume. Zum Trocknen packen wir das Ganze wieder in unseren Pressure Pot. Ja, jetzt habt ihr schön gesehen, wie aufwendig es sein kann, so einen Rohling herzustellen. Ja, es sind zig Stifte gewesen, man hat die Löcher entsprechend vorimprägnieren müssen, dann hat man von beiden Seiten vergossen, ja, erst von der Oberseite, dann von der Unterseite. Zwischendrin musste natürlich das Harz im Pressure Pot entsprechend aushärten. Es dauert alles seine Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich euch heute nicht zeigen kann, wie aus diesem Rohling entsprechend die Schale wird. Aber versprochen, kommende Woche im nächsten Video zeige ich es euch. Also am besten Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch die Fortsetzung von diesem Video nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.